Das ist also der Black Rider von Simba Toys, eines von vielen Spielzeugautos der späten 80er Jahre, deutlich sichtbar beeinflusst durch Knight Rider. Und obwohl es sich nicht um einen Pontiac, sondern einen Ferrari Testarossa handelt, eignet sich das Wägelchen doch wunderbar für ein kleines Knight Rider Projekt. Ein Freund von mir sammelt alle Knight Rider ähnlichen Spielzeugautos, die er in die Finger kriegen kann. Und da bei diesem Auto hier die Elektronik kaputt war, fragt er mich an, ob ich Ersatz bauen könne, damit sich das Auto als Crow aus Team Knight Rider ausgibt. Wie wir uns erinnern, war Crow, auch bekannt als Knight Reformulation One, technisch gesehen ein modifizierter Ferrari F355 und kein Testarossa. Aber mein Freund glaubt, dass er das äußere Erscheinungsbild, insbesondere die Frontpartie, mit Hilfe von 3D gedruckten Teilen ein wenig modifizieren kann, damit es dann eher wie ein F355 aussehen wird. Und wenn ich mir anschaue, wie eines seiner anderen Black Rider Modelle aussieht, insbesondere mit der subtilen Modifikation der Felgen im Stile von KITT, dann dürfte das schon hinkommen. So mache ich mich also dran, das Ding zu zerlegen. Die Elektronik ist ziemlich einfach und billig aufgebaut und die Plastikhülle beginnt auch schon zu zerfallen. Überall finden sich Anzeichen von Korrosion und beim Testen der Kontakte mit einem Durchgangsprüfer offenbart sich, dass die Leiterbahnen Schaden genommen haben. Es ergibt jedenfalls wenig Sinn, die Elektronik wiederzubeleben, da mein Freund sowieso die Fähigkeit wollte, Wave-Dateien abzuspielen, was ohnehin nach einem neuen Mikrocontroller verlangt. Ich beginne mit den 3 Scanner-LEDs, die ebenfalls Korrosionsspuren aufweisen, und ersetze sie durch brandneue LEDs, die erst noch passgenau sind. Da ich einen ICBC M0 mit einem wiederaufladbaren Akku ins Auto einbauen werde, verbaue ich hier noch einen von außen zugänglichen USB-Anschluss. Dies ermöglicht sowohl das Laden des internen Akkus als auch bei Bedarf die Neuprogrammierung. An der ursprünglichen Elektronik war diese Kontaktplatte dran. Diese reicht bis an die Frontachse und schloss den Kontakt, sobald man auf die Haube drückte, wodurch die Sound- und Lichteffekte eingeleitet wurden. Entsprechend wird alles neu an den ICBC M0 angeschlossen, denn ich möchte das ursprüngliche Verhalten weitestgehend erhalten. Schließlich landet alles mal auf dem Breadboard, denn noch will ich nicht alles final verlöten, provisorische Leitungen tun's erstmal. Das ICBC M0 wird in Circuit Python programmiert und erstmal spiele ich mit den PWM-Ausgängen rum, ob ich nicht einen All-Lights-On-Effekt simulieren kann. Außerdem gilt es, das richtige Timing für den Scanner zu finden. Mit nur 3 LEDs ist es schwieriger, als man denkt, dass das einigermaßen realistisch hinkommt. Weiterhin habe ich versucht, den Trailing Lights-Effekt nachzustellen. Mit der PWM-Steuerung kann ich den Duty Cycle der LEDs so weit steuern, dass sie punktuell dunkler erscheinen während des Übergangeffekts. Das führt dann allerdings zwar zu einem Flacker-Effekt, so dass ich am Ende Code hinzugefügt habe, der eine Ansteuerung mit und ohne PWM erlaubt. Das Schöne daran ist, dass es über Konfigurationsparameter steuerbar ist, so dass es im Nachhinein einfach umgeschaltet werden kann. Das gleiche gilt auch für die Anzahl der durchgeführten Scan-Durchgänge. Dies wird ebenfalls konfigurativ gesteuert. Ob mein Freund also lieber 6, 8 oder wie viele auch immer Durchgänge mag, kann es innerhalb von Sekunden anpassen. Der ICBC M0 hat auch eingeschränkte Audiofunktionen zum Abspielen von Wave-Dateien. Es handelt sich zwar nur um Mono-Wave-Dateien und mit dem internen 2 MB Flash kann nur eine Handvoll davon untergebracht werden, aber es braucht ja auch nur ein paar einzelne Sprachfetzen. Für die Audioausgabe ist nur ein 47 UF-Kondensator und ein kleiner Lautsprecher nötig. Da der ICBC nur mit 3 Volt an den IO-Pins betrieben wird, ist er nicht besonders laut, aber völlig ausreichend. Schließlich baue ich den Crow Black Rider wieder zusammen, damit er zurück zu meinem Freund kann, der dem Wägelchen dann noch den letzten Schliff verpassen wird.